Check, 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 sag was. Check, check, check. Check, check, 1, 2, 3. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Der ein oder andere von euch wird vielleicht diesen Platz da hinten noch kennen. An diesem Platz habe ich vor einem Jahr genau ein Video gedreht. Renault Zoe versus 500e, Fiat 500e. Und der Kollege, dem dieser Fiat 500e gehört hat, der heißt der Marcin. Ganz netter Kerl, super sympathisch. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt nach einem Jahr können wir doch eigentlich mal einen Erfahrungsbericht einsammeln. Einen ehrlichen, authentischen Bericht. Wie ist der Wagen? Ist der Fahrer zufrieden? Ist der Marcin noch zufrieden mit dem Fahrzeug? Hat er ihn überhaupt noch? Und so weiter. Deswegen bin ich heute hier wieder in Wetzlar in Hessen und begrüße recht herzlich den Marcin. Marcin, wie geht's dir? Alles klar soweit? Super, ja, danke. Fiat 500e scheinst du noch zu haben, so wie es aussieht, wa? Er ist noch da, ja. Das wird auch so bleiben. Ja. Marcin, ich will heute dich ein bisschen ausquetschen. Ich will heute einfach ein paar Fakten von dir sehen oder hören. Wie ist deine Erfahrung zum Fahrzeug? Ein kleiner Flitzer, der sehr gefragt ist, muss man echt sagen. Und wir können den Leuten da draußen, denke ich, gute Punkte bringen. Ja, hoffe ich. Hoffe ich, genau. Deswegen, Leute, entspannt euch, lehnt euch zurück. Und nach dem Intro geht's hardcore los. Martin, Mensch, du hast das Auto ja wirklich noch mal für uns geputzt. Super, vielen Dank dafür. Daumen nach oben, Martin. Und bevor wir jetzt wirklich mit den einzelnen Punkten durchstarten, kannst du ein bisschen was zum Auto erzählen? Also das ist jetzt ein Fiat 500e. Welche Version? Icon, also die mittlere Ausstattung. Die mittlere Ausstattung, sagst du. Und hast im Prinzip aber Schnickschnack noch mit drin, extra gebucht oder so? Ja, Vollausstattung. Also sprich die Ladeschale, das Voll-LED, das hieß damals Magic Eye Paket. Das glaube ich, heißt heute einfach nur Voll-LED. Ach so, Armaturenbrett in Holzoptik. Oh, sexy, ja. Das müsste schon gewesen sein. Ach so, und das Winterpaket. Winterpaket und Komfortpaket. Ne? Jetzt fallen mir noch ein paar ein. Also sprich die mittlere Armlehne, die ist nicht von Haus aus dabei gewesen, damals. Okay. Und das Winterpaket, also sprich die Sitzung, also die Sitzheizung, so genau. Würdest du das empfehlen, auch für Käufer jetzt da draußen zum Beispiel? Würde ich machen. Wenn meine Frau mitfährt, nutzt sie das. Ich selber nutze es gar nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Sitzheizung-Fan, also, aber ich habe es mitgenommen. Okay. Einfach, super. Ja, hier und da braucht man es dann doch mal. Ja. Nee, hast du recht, hast du recht. Ich bin auch eher einer, der gerne Sitzheizung fährt, muss ich ehrlich sagen, obwohl das Männer untypisch vielleicht ist. Aber ich liebe das immer ein bisschen, muss ich echt sagen. Deswegen eine Frage, die Felgen, die du drauf hast, sind ja jetzt Winterreifensatz, muss man ehrlich sagen. Ja. Ist das Serie? Das ist nicht Serie. Okay. Das sind die originalen Mopa-Felgen. Die kann man sich dann quasi im Zubehörshop auf der Mopa-Seite kann man sich das ist original Fiat. Okay, krass, ja, wild. Genau. Ja, was kosten die? Ich meine so um die 1200 müsste das 1200, war? Ja. Stabil. Aber so wie der Wagen da steht, wirklich top. Du hast nicht verkauft, das heißt, du bist doch ein Stück weit zufrieden, oder muss man sagen? Absolut. Also ich habe mich ja vorher schon damit beschäftigt. Ich wusste, wie mein Profil ausschaut, wofür ich das brauche. Ja. Und da ist der Wagen passt halt genau da rein. Ne? Ja. Hier und da mache ich auch mal längere Touren. Und was heißt längere Touren? Längere Touren heißt 450 Kilometer. 450 Kilometer? Das fahre ich ab und an mal, ja. Ja. Du hast ja CCS hier dran, war? Genau. CCS, der Kanye hat mir im letzten Video schon gesagt, 85 kW. Das kommt auch mal vor, dass er das macht. Kommt auch mal vor? Ja, wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre und der Akku ist schön warm und die Säule ist, sag ich mal, gibt das her. Ich weiß, das sind immer mehrere Faktoren. Ja. Aber die 85er habe ich schon ein paar Mal gesehen jetzt. Das kriegt er. Okay, auch im Winter, wie verhält er sich da? Winter habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Ich habe aber jetzt im Winter auch noch nicht so viel CC geladen. Ich habe zwischenzeitlich jetzt eine Wallbox zu Hause und da ist bei mir jetzt hauptsächlich zu Hause laden angesagt. Ab und an auch mal beim Aldi, aber die haben ja, da ist ja bei 75 ist ja Schluss dann schon. Ja, ne? Genau. Ja, nee, das hört sich doch stimmig an schon mal. Wir können ja gleich mal direkt durchsteigen. Ja. Was ist dir aufgefallen persönlich zum Fahrzeug? Was ist ein Vorteil, was ein Nachteil? Was können wir vielleicht verbessern? Vorteil definitiv die Wendigkeit, die ist absurd, der der Wenderadius.
Das ist halt ein kleiner, flinker Flitzer. Und also Leute, die sich halt ein Kleinfahrzeug nutzen, wegen der ganzen Tugenden, die werden das ja auch bekommen, werden das auch lieben lernen. Was mir besonders gut gefällt, ist das Licht. Das ist richtig gut, ja. Ich muss aber sagen, ich habe schon gehört, ich selber kann es jetzt nicht bestätigen, aber ich habe gehört, dass das Licht bei der Halogen-Version umso schlechter sein soll. Ich würde definitiv, sofern das geht, das Geld in die Hand nehmen und dann halt in die Voll-LEDs investieren. Das ist wirklich, das ist für die Fahrzeugklasse außerordentlich gut. Ja, absolut, hast du recht. Und ist eigentlich für ein Elektroauto gehört das ja eigentlich auch dazu. Finde ich, Halogen hat da eigentlich in meinen Augen nicht mehr viel zu versuchen. Eigentlich nicht mehr, ja. Also ich weiß, dass beim VW E-Up und bei diesen ganzen anderen Derivaten, da gibt es mittlerweile wohl die Möglichkeit, LED-Birnen reinzudrehen. Das geht. Das war am Anfang nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Fiat, ob es da ähnlich aussieht. Aber das macht schon viel her, weil dieses Magic Eye-Paket zum Beispiel, oder ich sage jetzt mal Voll-LED, das ist halt so, dass das Taglicht, das Tagfahrlicht jetzt eine komplette, also der komplette Kreis. Und wenn ich jetzt nur die Halogen hätte, dann wäre nur dieser obere Bereich, sag mal die Augenbrauen, die werden dann quasi beleuchtet. Und das macht von der Optik her schon einiges aus. Ja, verstehe. Muss man wollen. Muss man wollen, genau. Okay. Also der Arsch hier, der ist doch schon echt sexy, muss man sagen. Hast du irgendwas noch, wo du Bedenken hast? Es gibt vielleicht wenige Punkte, die jetzt bei mir aufgetreten sind. Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Die Meinungen sind ja da ganz durchwachsen und auch die Erfahrungswerte. Ich hatte soweit eigentlich überhaupt keine Probleme. Das, was mir aufgefallen ist oder was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel beim Laden, wenn es feucht ist, bei Nebel oder halt auch teilweise bei Regen, da kommt bei mir manchmal im Display die Fehlermeldung, elektrisches System oder so kontrollieren lassen. Irgendwie sowas in der Art. Okay, wir blenden euch das mal ein. Genau. Und das ist mir schon aufgefallen, das passiert manchmal bei Feuchtigkeit, bei hoher Luftfeuchtigkeit. Oder was auch schon mal mir passiert ist, weil beim Aussteigen muss man ja die Zündung drücken, um das Fahrzeug aktiv, ich sag mal, auszuschalten. Okay. Das ist also nicht so wie bei Tesla, aussteigen, weggehen. Ja. Und wenn das Fahrzeug also noch, wenn die Zündung an ist und ich dann quasi den CCS-Stecker, jetzt an der Ladesäule ist mir das passiert, da kam die Meldung auch. Also ich sag mal, das ist was, das kann man getrost ignorieren, weil so wie ich da abstecke, wenn ich reinsetze, wegfahre, ist das schon wieder weg. Ja. Und an der nächsten Ladestation ist das eigentlich kein Thema. Also es gibt ein paar Meldungen, die tauchen manchmal auf, die kann man eigentlich getrost ignorieren. Das ist nichts Wildes. Ja. Weiß, oh hier, ID.3, nächste Elektroauto hier, weiß Fiat davon Bescheid? Also du hast ja gesagt, du hast ja auch eine Vertrauenswerkstatt, wa? Die Werkstatt ist der absolute Hammer. Kann ich wärmstens empfehlen. Autohaus Huddel und Groß hier in Wetzlar. Und die interessieren sich auch dafür. Also man kann da proaktiv drauf zugehen und sagen, pass mal auf, ich habe die und die Fehler. Und dann sprechen die halt mit Fiat ab, ob das Problem bekannt ist. Und wenn nicht, wie man da halt jetzt eine Lösung finden kann. Also das finde ich da ganz gut. Ich fühle mich da sehr, sehr gut aufgehoben, muss ich sagen. Super, ist wirklich super. Und hier die Silhouette ist ja echt top. Wie sieht es aus mit der Reichweite eigentlich? Da können wir eigentlich drüber sprechen. Ist die... Die ist natürlich, also im Winter natürlich nicht, also wie gewohnt niedrig. Aber das war jetzt keine Überraschung. Ich habe halt gemerkt, es gibt so einen Punkt, wo das anfängt ganz schön am Akku zu ziehen. Das ist tatsächlich so um die 0 und drunter. So wie so 2, 3 Plusgrad ist das eigentlich dann nicht mehr wild. Das geht. Also der macht dann wie so einen Sprung. Also da zieht es dann schon ganz schön am Akku. Aber man kennt seine Strecken, man kennt seine Reichweiten. Ich weiß, was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Arbeit fahre, was ich im Sommer verbrauche und was ich im Worst Case bei Minusgraden Winter und Schnee und schlechtem Wetter, was ich da für einen Verbrauch habe. Das heißt, ich habe einen Spielraum und ich weiß, wie viel ich im schlimmsten Fall dann halt verliere. Also das sind Erfahrungswerte, die kriegt man mit der Zeit, man muss es halt einfach machen. Genau, man muss sich auch darauf einlassen, denke ich, auf die ganze Geschichte. Also bei der Zoe, bei der Renault Zoe, weiß ich selber, da ist die Reichweite dann schon mal, wenn wir im Sommer vielleicht um die 350, 400 hatten, sind wir jetzt bei 250. Also es geht zurück, das ist Fakt im Winter, das kann man nicht schönreden. Aber ich denke, wenn man das irgendwie einkalkuliert und auch ehrlich kommuniziert, dann ist das berechenbar und umsetzbar war. Ja, also ich kann ja vielleicht was zu den Verbrauchswerten zu sagen. Ich habe im Sommer, wenn ich jetzt meine ganz normale Hausstrecke fahre, bin ich so bei zwischen 12 und 13 Kilowattstunden im Sommer. Und jetzt im Winter sind es 18, ja. Ja. So.
Und wenn ich es aber jetzt drauf ankommen lasse, dann habe ich auch durchaus, im Sommer habe ich auch schon geschafft, 9, habe ich auch schon gekriegt, also unter 10. Ey, Sommer ist super, King, ja. Sommer ist King, einfach wenn es wärmer wird, so ab 10 Grad schon merkt man es eindeutig. Ja. Und man darf halt nicht vergessen, das finde ich wichtig, man muss auch den Jahresschnitt bilden. Ne? Also nicht sagen, im Winter habe ich jetzt so einen hohen Verbrauch, das Auto taugt nichts, sondern man muss halt gucken, gut, okay, also ist es denn im Sommer auch noch so? Ja. Und kalt ist es, ich sag mal, ja nur eine Jahreszeit und die anderen 3 ist es warm oder ich sag mal fürs Elektroauto okay. Ja. Und dann kommt man dann auch ganz schnell auf einen Schnitt, der eigentlich übers Jahr gesehen nicht verkehrt ist. Der nicht verkehrt ist, wa? Ja. Absolut, absolut, hast recht. Ja, was fällt dir noch so was an Punkten, die dir zusagen? Ja, vielleicht gerade noch, weil wir hier in der Tür stehen. Ja. Es gibt eine Sache, die mir gerade noch auffällt, die ich hatte, die mich so ein bisschen gestört hat. Was heißt gestört? Das passiert ab und an mal, ist jetzt nichts Schlimmes, aber der Gurt, wenn ich es eilig habe und ich steige aus, Ja. dann bleibt der manchmal, ich sag mal, so hier hängen. Ne? Okay. Also es ist mir noch nicht passiert, dass er hier an der Tür Dran schlägt? dran schlägt und ich irgendwie zugemacht habe. Das ist noch nicht vorgekommen, aber manchmal ist es so, dass er sich hier irgendwie verheddert oder Ja. weiß ich auch nicht. Also diese Einzugautomatik, da gibt es sicherlich noch Optimierungspotenzial, aber im Großen und Ganzen habe ich keine Probleme mit dem Auto. Das ist ein komplett sorgenfreies. Ja, Ich setze mich mal kurz rein. Was sagst du, Info Entertainment? Also Info Entertainment bin ich super zufrieden. Ich habe ja noch ein altes Huawei P30 und da ist es ja so, dass Huawei ja kein Android mehr weiter pflegt. Ne? Die haben ja ein eigenes Betriebssystem. Und dieses Android-Auto, das funktioniert aber nur mit Android Version 11. Oder sagen wir mal ab 11 aufwärts. Ah, okay. Mein Vertrag wird jetzt auslaufen demnächst. Da werde ich mir definitiv, das wird mein Fokus sein, also ein Telefon mit einem Android 11 oder höher. Und dann kann ich tatsächlich auch Android-Auto kabellos machen. Momentan müsste man, das würde mit dem Huawei geht's, aber man muss halt ein Kabel benutzen, USB-Kabel. Okay. Das ist halt nochmal komfortabler, wenn man es tatsächlich einfach nur in die Ladeschale wirft und man hat dann sofort das Android-Auto. Ne? Ja, genau. Die Ladeschale war ja hier, war? Genau, einfach unten reinschmeißen und ja. Okay, super. Schön. Und Platz? Ich sehe hier Kindersitz, also Kinder, passt auch alles? Gar kein Problem, ja. Ja, schön. Du hast im Prinzip einen Sohnemann noch und eine Frau. Seid ihr mal zu dritt gefahren? Ja, das machen wir sogar öfters. Also der Kindersitz, der hat hinten, ich kann dir mal was zeigen. Komm Ja, mit. ich komme mal raus, genau. Also wenn wir jetzt zur Schwiegermutter fahren, das ist jetzt ca. 100 Kilometer entfernt, Ja, dann kommt der Sitz nach hinten. Und für, sag ich mal, kleine Erwachsene oder für Kinder ist das ja hinten eigentlich optimal. Und dann habe ich da so eine Halterung reingemacht. Da kommt dann quasi die Nintendo Switch wird da eingeklemmt und dann hat der Kleine natürlich einen Monsterspaß unterwegs. mega. Das ist eine sehr gute Idee, sehr gute Idee. Kann mich nicht beschweren. Kannst dich nicht beschweren. Ja. Mega. Also das Licht ist sogar, das würde ich sogar hervorheben. Das ist das, was ich fahre ja auch Firmenwagen und alles. Ja. Oder auch mal andere Fahrzeuge. Und ich muss sagen, das Licht ist wirklich extrem gut. Also dieses Voll-LED. Auch Okay. diese Ablendautomatik, das funktioniert tadellos. Das muss ich loben. Das funktioniert gut. Ja. Super. Du hast jetzt auch 15.000 Kilometer runter. Das Ja, heißt, 15, ja, genau. Inspektion, kannst du schon abschätzen, wie teuer es ungefähr werden wird? Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe schon mal nachgefragt. Das wird so um die 100 € sein. Ja. Es gibt auch, also im Internet habe ich gelesen, es gibt auch welche, die haben 80 bezahlt, aber es soll angeblich auch schon welche geben, die haben dann 300. Es gibt so einen Punkt bei der ersten Inspektion, da steht, ich glaube, der Innenraumfilter. Der kann gewechselt werden. Das entscheiden die dann, glaube ich, spontan vor Ort. Und wird der gewechselt, wird es dann wohl teurer. Aber das kann ich dir ja noch mal nachreichen. Das würde ich gerne, genau, das baue ich noch ein ins Video. Termin hast du ja jetzt bald, wa? Termin habe ich bald, genau. Okay, super. Innenraum, ja, wirklich, also Fiat macht sich da, keine Frage. Oh, hier habe ich einen halben Ast mit dabei. Den werfen wir mal raus, der muss nicht hier rein. Und ja, Innenraum sieht wirklich super aus. Das gefällt mir gerade dieses Technische. Du kannst ja hier auch wirklich einstellen, gerade wenn du bei dir über die Wallbox lädst, wie schnell soll er laden? Das heißt, das mache ich über die Wallbox. Aber das machst du über die Wallbox? Genau. Okay. Ich habe diese Easy Wallbox, da kann ich in 1 Ampere Schritten, das brauche ich aber auch. Da können wir auch noch mal ein Video machen, weil ich ja quasi PV-Überschuss laden
könnte. Ja. Ich tue es zwar nicht, aus gewissen Gegebenheiten, die ich dir nochmal erkläre. Das ist nochmal ein anderes großes Thema. Machen wir aber ein Video zu, gerne. das geht, ja. Okay, super. Und sonst technisch ist ja auch alles, da kann ich mal kurz anmachen? Ja, na klar. Habt ihr hier drüben den Knopf. So sieht das dann aus, wenn er hochfährt, kriegt ihr die Info, alles. Und gleich mal die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Updates? Weißt du, was ich meine? Ja, also es gibt regelmäßig Updates over the air. Ja. Das betrifft aber wohl nur das Infotainment-System, was okay ist. Da kann es übrigens auch mal vorkommen, dass das Fahrzeug dann mal auf Italienisch steht oder so. Das war in den ersten Monaten so, wo dann öfters mal Updates kamen. Okay. Mittlerweile habe ich diese Problematik nicht mehr. Du merkst richtig, dass da Leute dahinter sitzen und das schon besser machen. Das ist ja das, was ich auch, ich sag mal, bei Elektrofahrzeugen, wo diese Update over the air, wo das halt funktioniert, was ich da halt auch einfach erwarte. Dass es immer auf Stand bleibt oder dass, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dass sich da Leute drum kümmern. Ja. Und Genau. Guck mal, wie schnell das reagiert, Leute. Seht ihr es? Ich klicke hier drauf, da drauf. Also das ist schon wirklich, da hat Fiat einen guten Job gemacht, muss man echt sagen. Ja, genau. Im Vergleich zur Zoe. Ja, ich meine, am Ende muss ich auch sagen, man gewöhnt sich halt an das, was man hat. Das ist einfach Fakt. Aber wenn man weiß, es geht auch anders und so, dann... Ich hatte jetzt letztens Blendchen, war ich mal ein, das ist kein Witz. Da kam ein Symbol, wo ich Öl nachfüllen sollte bei der Renault Zoe. Was? Hat's das Bild gesehen im Instagram? Das habe ich gesehen, ja. Da denke ich, was ist los mit euch? Ja, warum Leute? hast du es nicht gemacht? Ja, warum habe ich kein Öl nachgefüllt? Mensch, nee, also sowas ist halt, da merkt man, da ist noch ein bisschen die alte Technik dahinter, aber ja... Es ist trotzdem eine schöne Entwicklung, dass wir jetzt immer mehr Elektroautos auf der Straße sehen und der Markt dafür einfach kommt. Es wird mehr, es wird einfach mehr. Es wird mehr. Die Leute, die trauen sich das mehr. Ja, absolut. Vielleicht werden sie auch durch die Spritpreise da so ein bisschen hingedrängt, aber unterm Strich Mega, ist das jetzt nur eine Frage der Zeit. Ja. In diesem Sinne wirklich, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne wirklich unten rein. Wir machen auch ein separates Video zu, wenn es viele Fragen sind. Das ist überhaupt kein Problem. In diesem Sinne, Martin, ich freue mich echt, dass du so zufrieden bist. Du fährst ja mittlerweile auch noch Tesla Model Y als großes Fahrzeug, war. Genau. Also voll elektrifiziert und so muss es sein. Wirklich schön anzusehen. In diesem Sinne, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns und Martin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, war. Perfekto. Mach's gut, ciao.